Und das hier ist mein erstes ASMR-Video auf Deutsch. Auf Deutsch, auf Deutsch. Ja, ich dachte, ich würde ganz gerne mal ein Video auf Deutsch machen für die deutschsprachigen Zuschauer unter euch, aber auch, weil es mir doch deutlich leichter fällt, eben auch auf Deutsch zu reden und vielleicht eben auch mit euch zu connecten. Und auch für diejenigen, die kein Deutsch sprechen, ist das vielleicht auch sehr entspannt. Denn ich höre mir auch oft ganz gerne Videos oder schaue mir ganz gerne Videos von anderssprachigen ASMR-Artists an. Und dadurch, dass man nicht viel versteht, ist es so ein bisschen wie inaudible whispering, und ich mag das sehr gerne. Und vielleicht gefällt euch das ja auch. Ja, in diesem Video wollte ich einfach vielleicht ein bisschen was über mich erzählen. Einfach ein bisschen mit euch schnacken. Vielleicht ein paar Trigger Words auf Deutsch oder einfach auch Personal Attention. Und ich wollte auf jeden Fall ein bisschen was auf Deutsch vorlesen aus diesem Buch. Komm, ich erzähle dir eine Geschichte. Ja, fange ich mal an, ein bisschen von mir zu erzählen. Also, mein Name ist Tessa. Tessa, Tessa, Tessa. Und TT, also mein YouTube-Channel, Name, ist tatsächlich einer meiner Spitznamen, beziehungsweise war es früher, als ich noch ein Kind war, eine Zeit lang ein Spitzname von mir, den ich immer ziemlich cool fand. Und ich habe mir, glaube ich, immer ein bisschen mehr gewünscht, dass ich noch mehr so genannt werde. Aber es hat sich nie so sehr etabliert. Aber es gab schon ein paar Leute, die mich so genannt haben. Und ich finde den Spitznamen einfach immer noch super cool. Und ich wollte für meinen YouTube-Channel einen Namen haben, der ja irgendwie persönlich ist, der was mit mir zu tun hat, aber auch nicht direkt meinen Namen, wenn man versteht, was ich meine. Und ich wollte was Simples, was eben auch gut im Kopf bleibt und vielleicht auch das Potenzial auf ein Trigger-Word hat. Und ich finde, klingt ganz gut.
Ich habe mir gerade meine Nägel machen lassen. Und ich finde die super, super, super schön. Die haben diesen Schimmer, diesen Perlenglanz oder wie auch immer man das gerade nennt. Ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Trend gerade. Aber ich fand es so schön und doch irgendwie so simpel und clean, dass ich das auch machen wollte. Und ich bin wirklich verliebt. Was sagt ihr? Ich hoffe übrigens, dass man die Autos draußen nicht so sehr hört. Vielleicht stört es aber auch gar nicht so sehr. Beim Film stört es mich immer, aber im Schnitt fällt es mir dann immer gar nicht so sehr auf. Das ist nämlich leider ein bisschen das Problem, wenn ich tagsüber filme, was ich gerade mache. Ich wohne nämlich direkt an einer Hauptstraße und da fahren dann natürlich ein paar mehr Autos. Achso, was ich natürlich noch über mich erzählen kann. Meinen Namen wisst ihr ja jetzt bereits. Ich bin 23 Jahre alt. 23. Und werde im August 24. Und ich finde das irgendwie ganz schön krass, dass ich schon 24 werde. Die Zeit ist irgendwie so verflogen in den letzten Jahren. Ja, warum ich mit YouTube angefangen habe. Ich schaue ASMR-Videos schon seit Ewigkeiten, also mindestens seit 2017. Also das ist da, wo ich glaube ich so angefangen habe, es vermehrt auf jeden Fall dann zu schauen. Und ich habe mir schon immer gedacht, irgendwann möchte ich das auch mal machen. Und ich habe schon immer so zu Hause oder so angefangen, auf irgendwelchen Gegenständen zu tippen. Und habe mir dann auch schon immer gedacht, oh, das würde sich richtig gut anhören oder das hört sich richtig gut an. Und ja, letztes Jahr habe ich einfach gedacht, okay, jetzt ist es soweit. Und ich ziehe das einfach mal durch und probiere es aus. Und es hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil das Filmen an sich super viel Spaß macht. Ich die ASMR-Trigger auch total gerne mag. Und ich allgemein einfach gerne auch Videos schneide und ja, also es ist so gefühlt das perfekte Hobby für mich geworden.
Ich habe dann letztes Jahr eine ganze Zeit lang ausgesetzt und keine Videos hochgeladen, weil ich so viel zu tun hatte. Ich habe nämlich eine Ausbildung als Mediengestalterin gemacht und hatte letztes Jahr fast um diese Zeit, noch nicht ganz, ungefähr vor einem Jahr und 1 oder 2 Monaten, hatte ich meine Abschlussprüfung von meiner Ausbildung. Und ja, das Lernen dafür hat sehr viel Zeit eingenommen. Und dann hatte ich auch noch eine praktische Prüfung, die auch sehr, sehr aufwendig war. Aber ich habe das alles sehr gut gemeistert. Und ich habe es geschafft. Und die Zeit danach habe ich ehrlich gesagt einfach für mich irgendwie genutzt. Und ich habe sehr viel mit Freunden gemacht. Ich war sehr viel unterwegs und habe mein Leben einfach gelebt. Und deswegen bin ich dann gar nicht wirklich dazu gekommen, ja, ein neues YouTube-Video zu filmen. Beziehungsweise ich habe es 1, 2 Mal versucht, aber ich habe zu dem Zeitpunkt noch bei meinen Eltern gelebt und es war fast unmöglich, ein Video zu filmen, ohne dass irgendwelche Hintergrundgeräusche aufgetaucht sind. Also ich hätte wirklich wahrscheinlich nachts filmen müssen und irgendwie wollte und konnte ich das auch nicht. Aber ja, es war immer irgendwie, entweder hat man meine Eltern gehört, unsere Hunde haben gebellt oder draußen waren die Nachbarn irgendwie zugange. Und ja, dann habe ich einfach dann gesagt, okay, es bringt nichts. Und ich starte YouTube. Oder ja, starte wieder mit YouTube, wenn ich irgendwann mehr Ruhe habe. Ja, und seit Anfang diesen Jahres wohne ich in meiner eigenen Wohnung. Und seitdem versuche ich auch wirklich regelmäßig Videos für euch hochzuladen. Und es macht mir auch wirklich Spaß. Und ich denke, ich werde erstmal auch dabei bleiben. So, genug erzählt. Jetzt würde ich sagen, lese ich doch noch mal eine Geschichte vor. Ich habe eine meiner Lieblingsgeschichten aus diesem Buch rausgesucht. Und sie heißt Der beharrliche Holzfäller. Holzfäller, Holzfäller. Es war einmal ein Holzfäller, der bei einer Holzgesellschaft um Arbeit vorsprach. Das Gehalt war in Ordnung, die Arbeitsbedingungen verlockend, also wollte der Holzfäller einen guten Eindruck hinterlassen. Am ersten Tag meldete er sich beim Vorarbeiter, der ihm eine Axt gab und ihm einen bestimmten Bereich im Wald zuwies. Begeistert machte sich der Holzfäller an die Arbeit. An einem einzigen Tag fällte er 18 Bäume. Herzlichen Glückwunsch, sagte der Vorarbeiter, weiter so. Angestachelt von den Worten des Vorarbeiters beschloss der Holzfäller am nächsten Tag, das Ergebnis seiner Arbeit noch zu übertreffen. Also legte er sich in dieser Nacht früh ins Bett. Am nächsten Morgen stand er vor allen anderen auf und ging in den Wald. Trotz aller Anstrengung gelang es ihm aber nicht, mehr als 15 Bäume zu fällen. Ich muss müde sein, dachte er und beschloss, an diesem Tage gleich nach Sonnenuntergang schlafen zu gehen.
Morgengrauen erwachte er mit dem festen Entschluss, heute seine Marke von 18 Bäumen zu übertreffen. Er schaffte noch nicht einmal die Hälfte. Am nächsten Tag waren es nur 7 Bäume und am übernächsten 5. Seinen letzten Tag verbrachte er fast vollständig damit, einen zweiten Baum zu fällen. In Sorge darüber, was wohl der Vorarbeiter dazu sagen würde, trat der Holzfäller vor ihn hin, erzählte, was passiert war und schwor Stein und Bein, dass er geschuftet hatte bis zum Umfallen. Der Vorarbeiter